Das Passiv. Wenn wir auf Deutsch über das Passiv sprechen, dann sprechen wir über die 2 Hauptformen des Passivs. Und die erste Form des Passivs ist das Zustandspassiv. Bei dem Zustandspassiv haben wir die Regel, dass wir das konjugierte Verb sein brauchen plus das Partizip 2 von unserem Hauptverb. Was meine ich damit? Hier sehen wir ein Beispiel. Die Kinder sind gebadet. Die Kinder sind gebadet. Das ist das Zustandspassiv. Aber was heißt das eigentlich? Wenn wir Passivsätze haben, haben wir auch immer einen Aktivsatz. Ein Aktivsatz ist so ein Satz. Ich koche das Abendessen. In diesem Satz haben wir eine Person, also ich, die aktiv eine Handlung macht. Und zwar kochen. Was koche ich? Das Abendessen. Also ich koche aktiv das Abendessen. Schauen wir uns jetzt den Passivsatz an. Das Abendessen ist gekocht. Was ist hier passiert? Das Objekt aus unserem Aktivsatz ist das Subjekt von unserem Passivsatz. Dann folge ich meiner Regel sein plus Partizip 2. Ein weiteres Beispiel. Aktiv. Wir machen die Wäsche. Das ist eine aktive Handlung. Du und ich, wir machen zusammen die Wäsche. Was ist jetzt also der Passivsatz? Die Wäsche ist gewaschen. Ich habe sein, ich habe Partizip 2 und mein Objekt aus dem Aktivsatz ist mein Subjekt im Passivsatz. Das ist die generelle Regel für das Passiv. Merke, beim Zustandspassiv ist die Handlung nicht wichtig, denn sie ist fertig, sie ist abgeschlossen. Wichtig ist das Ergebnis der Handlung. Die Handlung kann zum Beispiel sein, ich bade die Kinder. Mein Ergebnis, die Kinder sind gebadet. Das ist nun der Zustand meiner Kinder. Vorher waren die Kinder nicht gebadet. Ich habe sie gebadet. Was ist mein Ergebnis? Saubere Kinder, sie sind gebadet. Und das ist natürlich auch die Regel für diese Sätze. Hier habe ich eine aktive Handlung, ja, ich koche. Was ist mein Ergebnis? Das Abendessen. Und wie ist das Abendessen? Ja, wie ist der Zustand von meinem Abendessen? Es ist gekocht. Oder hier, ich wasche die Wäsche. Ich bin fertig. Wie ist der Zustand von meiner Wäsche jetzt? Naja, die Wäsche ist gewaschen. Hier ist es also nicht wichtig, wer die Handlung macht, was gemacht wird, aber wie ist der Zustand? Jetzt kommen wir zur zweiten wichtigen Passivform, und zwar das Vorgangspassiv. Die Regel des Vorgangspassivs lautet werden plus Partizip 2. Wir haben gerade gesehen, Zustandspassiv, also wie ist etwas, sein, plus Partizip 2. Hier brauchen wir werden plus Partizip 2. Ich zeige euch wieder einen Aktivsatz. Der Koch schneidet die Kartoffeln. Wir haben hier eine aktive Handlung. Der Koch schneidet die Kartoffeln. Jetzt passiert fast genau das Gleiche wie beim Zustandspassiv. Passivsatz. Die Kartoffeln werden geschnitten. Wir sehen wieder, unser Objekt aus dem Aktivsatz wird unser Subjekt im Passivsatz. Jetzt setzen wir werden konjugiert, die Kartoffeln, Plural, und Partizip 2 geschnitten. Geschnitten ist das Partizip 2 von schneiden. Weiterer Satz. Die Kartoffeln werden vom Koch geschnitten. Wir können also hier den Akteur nennen oder nicht. Es ist optional. Denn hier ist nicht wichtig, wer die Aktion macht. Der Koch ist nicht wichtig. Was ist wichtig? Es ist der Prozess, der Vorgang.
Prozess ist ein anderes Wort für Vorgang. Also was passiert jetzt gerade? Was ist gerade der Prozess? Die Kartoffeln werden geschnitten. Von wem? Egal. Wenn ihr aber den Akteur nennen möchtet in eurem Passivsatz, dann macht ihr das immer mit von plus Dativ. Also die Kartoffeln werden vom Koch geschnitten. Beim Vorgangspassiv ist, wie gesagt, der Vorgang, also die Handlung wichtig, nicht die Person. Aber was passiert jetzt gerade in diesem Moment? Wir brauchen also das Verb werden konjugiert plus das Partizip 2. Schauen wir uns also kurz an, wie wir das Verb werden konjugieren. Wir starten, vielleicht hast du auch schon eine Idee. Ich werde. Jetzt, Achtung, du wirst. Wir haben hier einen Vokalwechsel. Okay? E wird zu I. Er, sie, es wird. Auch hier, Achtung, unregelmäßig I. Wir werden, ihr werdet und sie werden. Zum Schluss zeige ich euch nochmal den Unterschied zwischen dem Vorgangspassiv und dem Zustandspassiv. Bei dem Vorgangspassiv ist der Prozess wichtig, also die Aktion. Zum Beispiel, Sascha kocht das Essen. Ja, Aktivsatz, Sascha kocht das Essen. Was wird gemacht? Das Essen wird optional von Sascha gekocht. Die Regel ist also werden plus das Partizip 2. Hier ist der Vorgang, der Prozess wichtig. Was passiert jetzt gerade in diesem Moment mit unserem Objekt aus dem Aktivsatz? Das Zustandspassiv hat die Regel sein plus das Partizip 2. Und hier können wir uns immer die Frage stellen, wie ist das Objekt? Denn Zustandspassiv ist das Partizip 2 als Adjektiv. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Verb, aber es beschreibt eine Person oder ein Objekt. Es beschreibt also den Zustand. Und das machen wir mit sein plus Partizip 2. Ich kann also sagen, Sascha kocht das Essen. Das Essen ist gekocht. Wenn wir also noch einmal vergleichen, dann sehen wir, hier ist das Essen im Prozess. Es wird gekocht. Sascha ist gerade dabei. Er macht das jetzt in diesem Moment. Sascha kocht das Essen wird gekocht. Als nächstes können wir sagen, das Essen ist jetzt fertig. Sascha hat alles gekocht, das Essen ist fertig. Wie ist der Zustand von unserem Essen? Wie ist unser Essen? Es ist gekocht. Bei dem Vorgangspassiv beschreiben wir den Prozess, den Vorgang. Was wird gerade gemacht? Das Essen wird gekocht, der Kaffee wird gemacht, die Fenster werden geputzt. Von wem? Das ist nicht wichtig. Es geht um den Prozess. Bei dem Zustandspassiv fragen wir uns, wie ist meine Sache? Und wie ist meine Sache? Ein Adjektiv. Das Essen ist gekocht. Jetzt kommen wir noch zu einer abschließenden Frage, nämlich, wann ist kein Passiv möglich? Passiv funktioniert nicht mit Besitzwechselverben oder Verben, die einen Besitzwechsel anzeigen, wie zum Beispiel haben, erhalten oder bekommen. Warum funktioniert das nicht? Bei dem Vorgangspassiv, also werden plus Partizip 2, wissen wir, dass der Prozess wichtig ist. Etwas passiert jetzt gerade. Okay? Mit den Verben haben oder erhalten, bekommen sprechen wir oft von etwas Definitivem, etwas Festem, das immer aktiv von einer Person gemacht wird. So eine Person hat aktiv etwas oder erhält aktiv etwas oder bekommt aktiv etwas. Und hier können wir nicht das Objekt aus dem Aktivsatz zu einem Passivsubjekt machen. Denn etwas bekommen, etwas erhalten passiert immer aktiv. Das gilt auch für Behältnisverben, also enthalten oder umfassen oder Verben des Wissens, sowie wissen oder kennen. Ich weiß immer aktiv etwas. Ich kenne aktiv eine Person. Das kann nicht passiv funktionieren. Auch reflexive Verben können nicht im Passiv stehen. Denn bei reflexiven Verben ist es so,
dass sich das reflexive Pronomen, also sich, ja, oder mich oder dich, immer auf die Person direkt bezieht, aktiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr mal wieder was gelernt habt. Schaut unbedingt auf unserem Kanal vorbei für noch mehr Erklärvideos. Bis dann!